bin nicht so ein Mensch, der sich so durch Positionen groß verändert hat, weil hier beim FC Bayern, da geht's nicht um Oliver Kahn oder um einzelne Personen oder um einzelne Schicksale, sondern es geht immer bei allem, was wir hier tun, um den Club. Weil viele ja ein bisschen verwundert sind und, mir immer die Frage stellen: „Ja, wo ist denn der Titan?“ Mhm. Ja, dann sage ich: „Der Titan? Ja, der Titan, der sitzt immer noch hier. Ja, hier bin ich.“ Aber der Titan grätscht halt heute jetzt nicht mehr, keine Ahnung, durch die, Büroräumlichkeiten oder haut den Mikrofonständer im Stadion um bei einem Interview. Was ich mir jetzt so angewöhnt habe, ist, dass ich auch mal von hier dann jogge, von der Sebener Straße zu mir heim jogge. Das sind, glaube ich, so, ja, so 8,5 Kilometer. Das tut natürlich super gut. Nie mehr in meinem Leben, nie mehr in meinem Leben hatte ich mehr Muskelkater. Ich habe das heute noch. Ich konnte mich keinen Millimeter mehr bewegen und das war mein erstes Torwarttraining mit Sepp, mit Oliver Kahn. Hey Olli, freue mich sehr, dass du heute hier bist. Grüß Gott, hallo. Du warst eigentlich in jeder Folge schon irgendwie mit dabei, ne? Da ist das Ding. Habe ich immer Habe schon ich gehört. habe ich auch gerade gehört, ja, kann ich mich noch erinnern, ja. Ja, damals. Damals, ja. Ja, bist ein vielbeschäftigter Mann. Du warst jetzt hier gerade schon bei einem Dreh. Ihr habt ein Weihnachtsvideo gedreht. Da sieht man einen Jungen. Was würdest du ihm sagen? Warum ist dein Job so toll? Na ja, es ist natürlich eine sehr, sehr große, Verantwortung und Herausforderung und ich bin schon ein Mensch, der das ganz gerne hat, der so die Challenge auch liebt. Ich meine, das lernt man ja, wenn man 14 Jahre für den FC Bayern München spielt, dann ist das schon grundsätzlich, 'ne große Herausforderung, sich immer wieder diesem großen Anspruch hier auch zu stellen und immer wieder erfolgreich zu sein und Titel zu gewinnen aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen in einem drin, ja, ein bisschen was zurückzugeben. Man darf auch nicht vergessen, ich hatte hier 14, großartige Jahre. Natürlich waren da auch ein paar Niederlagen dabei, aber über die sprechen wir jetzt Das lieber machen wir, nicht. nee, machen wir generell nicht. Das machen wir jetzt lieber nicht. Und ich habe so viele, ja, so viele tolle emotionale Momente auch gemeinsam mit, den Menschen hier und auch mit den Fans zusammen. Ja, und das ist etwas, was einem einfach Spaß macht, den Menschen etwas zurückzugeben und den Menschen etwas zu geben, ja, was sie begeistert. Und ich glaube, es ist ja immer wieder unglaublich, wie viele Fans der FC Bayern auch hat und wie viele mit diesem Club tagtäglich ja auch mitfiebern und manchmal auch ein bisschen mitleiden. Ja, darüber sprechen wir nachher natürlich auch noch. Sagen wir mal, das wäre jetzt der kleine Olli Kahn gewesen, der da vor dir steht. Was würdest du dem kleinen Olli mit vielleicht 19 Jahren jetzt mitgeben? Auch ich würde ihm sagen, er soll genau das machen, was ihm wirklich Spaß macht. Bei mir war das sehr, sehr einfach, als ich in diesem Alter war, denn für mich, ich wollte Fußballer werden. Ich Ja, komme aus einer Fußballerfamilie und habe immer trainiert direkt neben dem, Wildparkstadion in Karlsruhe, wo ich ja herkomme. Und das ist ein großes Glück, wenn man schon so früh im Leben genau weiß, was man will. definitiv. Also es gibt ja ganz viele, die jetzt sich auch immer wieder neu erfinden. Ich habe das Gefühl, gerade in unserer Mhm. Generation ist es nicht mehr so, dass du sagst, okay, diesen Job mache ich jetzt 40 Jahre lang, Mhm. sondern diese Frage nach, was ist denn meine Leidenschaft? Mit was will ich meinen ganzen Tag eigentlich verbringen? Ja, es hängt auch damit zusammen, weil, heute gibt es so viele Möglichkeiten. Hm. Ja, die jungen Leute haben so viele Optionen, ja, und irgendwie scheinen die immer das Gefühl zu haben, na ja, wenn ich das mache, dann verpasse ich aber das andere, ja, Ja, dieses Fear of Missing Out, glaube mhm. ich, Richtig. sagt man da dazu und das ist schon schwer. Ich merke das auch bei meinen eigenen Kindern, wirklich die Entscheidung zu treffen: „Okay, das, mache ich jetzt und, dieses Studium, das ziehe ich jetzt durch, weil ich dann das und das erreichen will.“ Also, man denkt immer so: „Ja, Ziele setzen ist doch was ganz Banales.“ Ne, bei weitem nicht. Nämlich, sich ein Ziel zu setzen, ist schon mal gut, aber dann auch zu wissen: „Na ja, also, wie komme ich denn jetzt da eigentlich hin?“ Das ist eigentlich dann, noch das Wichtigere. Und ja, man kann nur wirklich, glücklich sein, wenn man von Anfang an eine Leidenschaft hat, wo es einen irgendwann mal im Leben hinzieht und was man dann auch, mit hundertprozentiger Motivation verfolgen kann. Definitiv. Olli, bevor wir drüber sprechen, was du eigentlich so als CEO hier den ganzen Tag machst, kommt hier noch jemand zu Wort, der hat gehört, du bist bei uns im Podcast und wollte sich's nicht nehmen lassen, sich hier zu melden. Dein ehemaliger Torwarttrainer Sepp Meier.
Lieber Oliver, wir zwei haben 14 Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich muss sagen, ich war die ganzen 14 Jahre sehr begeistert von dir, denn du hast alles aufgenommen, was ich im Training so mit dir vollzogen habe. Du hast natürlich auch, wir sollen sagen, einige Male ein bisschen blöd geschaut, aber du wolltest eigentlich immer den Erfolg haben. Und durch unsere super Zusammenarbeit haben wir auch den gemeinsamen Erfolg gehabt. Du noch etwas besser wie ich, denn ich war nur, unter Anführungszeichen, nur dein sozusagen Ansprechpartner. Aber wir haben uns immer gut verstanden, denn du bist ein aufrichtiger junger Mann und heute in einer tollen Position, die auch verdient hast. Aber du weißt ganz genau, für die Zukunft, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein und um erst in Bayern auf diesem Level zu halten, was er momentan ist. Aber das schaffst du ganz locker, so bis du deine Karriere gemeistert hast. Das wünsche ich dir auf den Wege und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, sei es auch eine Golfrunde. Also, mein lieber Freund Olli, mach's gut und bis demnächst wieder einmal. Oh, ja, das war, ja, Seppi hat es ja gesagt, das waren 14 Jahre und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal mit ihm trainiert habe, zum ersten Mal Torwarttraining hatte. Das war 1993 im Herbst und ich hatte meine erste Berufung zur Fußballnationalmannschaft und Sepp war ja auch Ja. Bundestorwarttrainer, hieß das damals. Und er hat mit mir trainiert, ich glaube 60 Minuten, 75 Minuten und nie mehr in meinem Leben hatte ich mehr Muskelkater. Ich habe das heute noch, ich konnte mich keinen Millimeter mehr bewegen und habe dann festgestellt, ich dachte immer, ich bin da schon ganz gut gewesen. Und Sepp hat mir gezeigt, boah, bin ich noch ein steifer Bock. Und es gibt so viele Dinge, die ich noch verbessern kann. Und das war mein erstes Torwarttraining mit Sepp. Und dann hat sich da eine langjährige Beziehung auch entwickelt zwischen dem Torwarttrainer und dem Torwart selber. Und das ist extrem wichtig. Da gehört sehr, sehr viel Vertrauen dazu. Und wir haben tolle Momente gehabt des Erfolgs. Natürlich auch sehr, sehr schwierige Momente, wenn ich mal Fehler gemacht habe oder wir Spiele verloren haben. Und Sepp dann jemand gewesen ist, der genau wusste, jetzt spreche ich den mal lieber nicht an. Oder wir haben zusammen so viele Golfrunden auch gespielt, die immer davon geprägt waren, weil wir beide ja so unglaublich ehrgeizig sind. Wir haben uns an Loch 1 getroffen, habe gesagt, Servus Sepp, wie geht's? Und Sepp hat dann gesagt, gut, und dir? Ich habe gesagt, ich auch gut. Und dann haben wir 18 Loch gespielt und am 18. Loch haben wir dann das zweite Mal miteinander gesprochen, haben gesagt, und wie war's? Schön, und bei dir auch. Dann sind wir ins Clubhaus gegangen und haben ein Bier getrunken. Also so haben sich dann unsere Golfrunden dann volle angefühlt. Konzentration, voll im Tunnel drin. Ja, so, das scheinen Torhüter so an sich zu haben. Ja. Also immer versuchen, selbst dann bei 18 Loch Golf, anstatt sich da endlich mal zu entspannen, da auch noch dann auf Score oder auf Leistung zu gehen. Natürlich. Aber so sind es halt die Torhüter. Ja, klar. Wie oft hört ihr euch noch so? Ja, immer mal wieder. Ja, ab und zu spielen wir mal eine Runde Golf zusammen. Leider musste das ja wegen der Pandemie auch ausfallen. Wir haben immer eine Woche im Jahr, wo wir uns auch mit alten Kumpels, alten Freunden in Mallorca treffen. Und da haben wir dann auch richtig schön Zeit, mal so ein bisschen zu ratschen, auch über die alten Zeiten. Ja, das wollte ich gerade fragen. Trefft ihr euch wie so ein Klassentreffen in dieser alten Mannschaftskombination noch So manchmal? ähnlich, ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Es sind witzig. alte Spieler dabei, auch Michael Tannert oder Bernd Dreher, mit dem ich ja viele Jahre auch zusammen gespielt habe. Ja, und das ist eine der schönsten Wochen des Jahres. Wie stellt man sich das vor? Mietet ihr euch da eine Riesenunterkunft zusammen oder macht dann jeder auch so ein bisschen sein Ding? Wir haben eigentlich fast immer das gleiche Hotel, wo wir uns dann treffen. Und die Regeln sind relativ einfach. Das heißt, wir spielen meistens 6 Tage, 6 mal 18 Loch. Danach ist man erstmal für 6 Wochen erledigt und man keinen Schritt mehr gehen kann. Jeder muss 4 Runden werden gewertet und der Beste, wie auch immer das dann gerechnet wird, der Beste gewinnt dann. Welches Handicap hast du eigentlich? Oder willst du das Ich hab- nicht machen? Doch, ich habe mal ein sehr gutes Handicap gehabt. Ich glaube, im Moment habe ich 5,8
Wow. 5,6 oder so irgendwas. Wenn ich das einmal im Jahr spiele, bin ich eigentlich schon sehr Ja, zufrieden. kann man schon stolz drauf sein. Jetzt geht's sowieso kaum mehr, weil jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr. Ja, natürlich. Hören wir doch noch mal rein in die Zeit, wie es damals war beim Golfen, als du angefangen hast. Da hat Sepp Maier auch noch eine Geschichte zu erzählen. Ich kann mich noch erinnern, wie du angefangen hast. Du hast natürlich keine Etikette gehabt. Das ist klar, weil wo soll man es auch herhaben, wenn man das erste Mal Golf spielt? Wir zwei und Oliver Reck haben da einen Dreier gespielt. Und da haben wir sehr kuriose Szenen mit dir erlebt. Aber die hast du ja Gott sei Dank abgelegt. Und jetzt bist du ein guter Golfspieler geworden und der auch die Etikette perfekt beherrscht. Ich weiß noch genau, das war 1996 bei der Fußball-Europameisterschaft in England. Und wir haben dann gespielt und da hat man ja immer so einen Ziehwagen dabei, ne? Trolley heißt das ja. Und ich bin halt mit dem Trolley dann aufs Grün gefahren, habe den Trolley direkt neben der Fahne abgestellt. Mhm. Und das ist natürlich der größte Fauxpas, den man sich überhaupt leisten kann. Und irgendwann hat Sepp dann so ganz vorsichtig zu mir gesagt, du Oliver, das kannst du so nicht machen, weil du musst also den Trolley immer vor dem Grün bitte abstellen. Habe ich gesagt, ja, mache ich dann. Was ist das Problem da? Das waren so die Anfänge. Ja, weiß ich noch, Mottram Hall hieß das Hotel damals. Wir sind dann auch Europameister geworden, 1996. Ja, genau. Ja, Etikette, ne, ist jetzt in deinem Job natürlich auch was sehr Wichtiges. Wie schwer fällt dir das, auch an manchen Stellen vielleicht immer diese, ich sag mal, Haltung zu bewahren? Also grundsätzlich fällt mir das nicht so besonders schwer, weil man muss ja auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ich habe ja 2008 bei Bayern München dann meine Karriere beendet. War noch großartig mit dem Abschiedsspiel damals in der Allianz Arena, ich glaube im August, September 2008. Und dann war ich ZDF-Experte, bin also beim Fußball immer schon auch durch dieses Expertentum dabei geblieben. Habe dann aber viele andere Sachen gemacht, habe dann nochmal angefangen zu studieren, habe dann viele geschäftliche, unternehmerische Dinge so auf den Weg gebracht. Deshalb war das für mich dann, als ich dann 2020 im Januar wieder hierher zurückgekommen bin, gar nicht so eine große Umstellung. Das heißt, für mich war eigentlich dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, dieses Leben am Schreibtisch, hätte ich jetzt was gesagt. Ja. Aber vielleicht passt es ja ganz gut. Für mich war das schon irgendwo, ich habe mich daran gewöhnt gehabt. Das war für mich keine große Umstellung mehr. Ja. Du bist jetzt eben seit dem 1. Juli alleiniger Vorstandsvorsitzender, also CEO. Und du hast in einem Interview mal erzählt, dass du in der Zeit davor auch öfter mal durch TikTok durchgescrollt hast. Schaffst du das mittlerweile noch? Oder ist so viel zu tun seit... Eine sehr, sehr gute Frage. Ja, tatsächlich weniger. Weniger, oder? Ja, mir hat es natürlich geholfen. Und das war ja auch der Plan. Mir hat es ja geholfen, ich habe es gerade gesagt, im Januar 2020 zurückzukommen. Der Plan war ja, dann erstmal auf der Vorstandsebene 2 Jahre so ein bisschen auch Karl-Heinz Rummenigge über die Schulter zu schauen und dann einen sogenannten weichen Übergang herzustellen. Das war übrigens auch eine Idee, die auch von mir kam, weil ich doch davon überzeugt war, dass man so eine Position, auch mit der Komplexität, die das heute alles mit sich bringt, das ist nicht mehr möglich, dass ich da an Tag 1 komme und dann sage ich so, und ich bin jetzt hier der CEO, wo ist mein Schreibtisch? Und ich weiß, wie es läuft. Und ich weiß, wie es läuft. Das ist einfach utopisch, das zu glauben. Und deswegen war diese Zeit, das ist ja dann ein halbes Jahr vorher passiert. Karl-Heinz hat ja dann auch ein halbes Jahr vorher schon gesagt, jetzt zu Beginn der Saison, dass er aufhören möchte. Ja. Und so war das eigentlich auch da ein Übergang, der für mich jetzt nicht mehr so schwierig war und nicht mehr so viel Veränderung mit sich gebracht hat, außer vielleicht, dass natürlich die Verantwortung jetzt größer ist und das spürt man ab und zu mal. Nur ich war das auch schon immer beim FC Bayern gewohnt, auch schon als Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft. Also Verantwortung zu übernehmen, ist jetzt auch nichts so Neues für mich. In welchen Situationen merkst du jetzt, dass die Verantwortung eine größere ist? Gerade im letzten halben Jahr ganz konkret? Ja, man merkt es immer, wenn man in die Allianz Arena kommt und wenn man rausgeht und sieht dann so die vielen Zuschauer. Naja, zumindest wenn es eben dann möglich ist oder solange es möglich war, 70, 75.000, dann bekommt man schon so ein Gefühl,
dafür, wie viele Menschen ja an diesem Verein hängen und wie viele Menschen ja auch das tägliche Geschehen immer mitverfolgen, für wie viele das ein sehr, sehr wichtiger Teil auch in ihrem Leben ist. Und da spüre ich diese Verantwortung dann schon ganz besonders und sehr stark. Aber es ist ja auch was Tolles, ist ja auch was einem ein bisschen auch wo man ein bisschen Gänsehaut auch bekommt, dass man, wenn man die Menschen sieht, dass man da ja was für diese Leute, für unsere Fans bewegen kann. Und das ist ja etwas, was mich, ja, was der Grundsinn des Ganzen ist, eben auch für andere Menschen irgendwas Positives zu bewegen. Was du gerade in der Richtung Beziehung, Fans, Club verändern willst, darüber sprechen wir nachher auch noch. Wie war so generell jetzt dieses letzte halbe Jahr für dich? Was hat sich seitdem wirklich verändert? Ja, es war gar nicht so anders mehr, Mhm. weil ich ja schon 1,5 Jahre vorher da war und auch schon 1,5 Jahre im Vorstand war, mir ja vieles angeschaut habe, ja die ganzen Bereiche auch des FC Bayern, ja viel Kontakt auch mit der Mannschaft gehabt habe. Das heißt, für mich war das ein ganz weicher Übergang. Aber klar, man merkt es bei vielen Entscheidungen. Es müssen ja viele Entscheidungen auch getroffen werden. Und da merkt man dann schon, das ist jetzt natürlich eine Verantwortung, vor allem wenn es um langfristige Entscheidungen geht. Man sagt ja auch strategische Entscheidungen, also Dinge, die dann den Club ja langfristig auch beschäftigen werden. In diesen Momenten spürt man schon, ähm, ja, die Verantwortung, die man da für die Zukunft auch dieses Vereins hat. Sei es, wenn es jetzt beispielsweise um die Verlängerung von Spielerverträgen geht, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, weil für uns ist es wichtig, dass wir Spieler wie jetzt, ob das Joshua Kimmich ist, ob das Leon Goretzka ist, dass wir solche Typen mit der FC Bayern DNA langfristig auch an den Club binden. Oder sei es, wenn wir Entscheidungen treffen müssen im Transferbereich, ja, holen wir Spieler X, holen wir Spieler Y. Es sind ja große Investitionssummen, Ja, klar. die dann da häufig mit einhergehen. Also all das sind schon Entscheidungen. Wenn man dann dafür verantwortlich ist, Mhm. fühlt sich das schon noch mal ein bisschen anders an, wie wenn man eben nicht die Hauptverantwortung Ja. trägt. Ganz konkret, wie laufen dann solche Entscheidungen ab? Wie kann man sich das vorstellen? Wer sitzt dann da an einem Tisch und wie wird dann entschieden? Mhm. Wie lange behalten wir einen Josua? Was bieten wir Leon an? Mhm. Was läuft da konkret ab? Also wenn ich Entscheidungen treffe, dann bin ich jemand, der sich vorher sehr viel Input holt. Mhm. Also sehr viel an Meinungen auch von anderen Leuten, sehr viel auch Wissen, Daten, alles das. Zum Schluss ist es natürlich auch immer ein Bauchgefühl. Klar. Aber um wirklich eine gute Entscheidung dann treffen zu können, sollte man so viel wie möglich Informationen erstmal gesammelt haben, denn dann ist meistens auch das Bauchgefühl richtig. Also ich bin jemand, der sehr viel Menschen involviert in Entscheidungsprozesse. Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das, wenn, sage ich jetzt mal, die anderen Vorstände, es ist so ein bisschen 50-50? Bist du dann derjenige, der am Schluss sagt, okay, wir machen das jetzt so? Naja, der Vorstandsvorsitzende hat natürlich schon ein Gewicht, ist ja klar, Ja. bei Entscheidungen. Aber wir diskutieren das sehr intensiv auch im Vorstand, wenn es jetzt um Spielerverpflichtungen geht oder wenn es um wirtschaftliche Themen geht. Wir diskutieren das sehr intensiv dann in unseren Sitzungen. Und im besten Falle kommen wir dann auch zu einer einstimmigen Meinung. Mhm. Ja, nur wenn das eben mal nicht der Fall ist, ja, dann müssen wir halt schauen, wer die besten Argumente hat oder die besseren Argumente hat. Nicht derjenige, der lauteste ist, sondern der die besten Argumente hat. Und ja, ob wir es dann immer schaffen, zu einstimmigen Entscheidungen zu kommen, das weiß ich noch nicht. Wird wohl kaum möglich sein, aber letztendlich geht es schon darum, dass wir dann mehrheitlich von einer Sache überzeugt sind. In welcher Entscheidung wart ihr euch uneinig im letzten halben Jahr? In welcher Entscheidung waren wir uns uneinig? Na, es gibt ja immer ähm, so Möglichkeiten, wenn wir uns außerhalb unseres Kerngeschäfts auch engagieren können. Das heißt, wenn wir Dinge, Dinge machen, sei es jetzt im digitalen Bereich oder auch in anderen Bereichen, die jetzt nichts direkt
mit dem Kern des Ganzen hier zu tun haben, nämlich mit dem Fußball. Wenn wir uns einfach damit beschäftigen müssen, naja, wollen wir auch andere Einnahmequellen uns erschließen. Da sind die Diskussionen dann schon mal wirklich auch sehr, sehr intensiv. Passen diese Dinge dann auch? Passt das auch wirklich zum FC Bayern? Hat das noch was mit unserer Identität zu tun? Zahlt das auch ein auf unsere Identität? Dann sind das schon sehr, sehr intensive Diskussionen, die wir da führen. Aber letztendlich müssen wir natürlich schauen, weil wir schon auch Nachteile gegenüber der Konkurrenz haben. Bei anderen Vereinen, da gibt es Investoren, andere Vereine, wie beispielsweise ja in der Premier League, die haben wesentlich mehr Einnahmen aus dem TV-Bereich. Also müssen wir ja irgendwie gucken, wie können wir das jetzt wettmachen? Ja. Wo müssen wir uns engagieren in Zukunft, um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen? Und da, ich habe es gesagt, passen wir sehr, sehr stark darauf auf, dass das noch Bayern München ist und dass das zu unserer Identität passt. Ja. In welche Richtung soll es da gehen? Hast du da was ganz Konkretes, was sowas abdecken könnte, geldmäßig? Also dass man sagt, okay, diesen Bereich könnte ich mir in Zukunft sehr gut vorstellen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das beim FC Bayern integrieren kann. Naja, ich sag mal, die digitale Veränderung, Transformation, sagt man ja immer, die geht ja nicht mehr linear, sondern das ist ja mittlerweile eine exponentielle Entwicklung, soll einfach heißen, kaum wachst du morgens auf, gibt es schon wieder ganz, ganz neue Dinge, auf die man sich einstellen muss. Wir haben ja auch sehr viele jüngere Fans, die ganz bestimmte Ansprüche haben. Und die Kunst ist es ja, sowohl unseren jüngeren Fans als natürlich auch unseren traditionelleren Fans, alles das anzubieten, was sie so von einem Fußballspiel und von dem Fußball drumherum, was sie erwarten. Mhm. Und da muss man sehr, sehr spezifisch heute in dem Angebot sein. Und ja, gerade in dieser digitalen Welt, ich glaube, wir alle haben ja jetzt mitbekommen, auch Facebook hat sich jetzt ja auch umgenannt in Meta. Und allein daran sieht man schon, wie sich die Dinge weiter verändern werden. Ich will mal ein Beispiel machen, damit es mal wirklich konkret wird. Wenn ich meine zwei Jungs beobachte, wenn die vor der Playstation sitzen und dann da miteinander spielen, erstens mal ist das mittlerweile, kannst du gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt gerade ein reales Spiel oder ist das die wie gut das Playstation? schon gemacht ist. Das ist Unfassbar. das ist absoluter Wahnsinn. So, der eine ist 10 und der andere ist 19, die spielen dann gegeneinander und wenn sie dann fertig sind, dann sagen sie dann, oh, jetzt würde ich aber gern ins Stadion gehen. Und sage ich, ja, wieso wollt ihr jetzt ins Stadion gehen? Das, was wir jetzt hier gesehen haben, die Spieler, die würden wir jetzt dann schon auch mal gern in der Realität und auch live sehen. Und diese Verschmelzung, also zwischen der virtuellen Welt und zwischen der realen Welt, das ist etwas, was ein Fußballclub heute auch in seinem Angebot irgendwo abdecken muss und wissen muss, diese Welten verschwimmen immer weiter miteinander. Und das ist etwas, diese ganze Entwicklung, die mitzugehen und dann wirklich unseren vielen Fans unterschiedliche Inhalte auch liefern zu können, das ist eine große Herausforderung. Aber da sehe ich persönlich auch ein sehr, sehr großes Potenzial und da wollen wir ganz vorne dabei bleiben. Geben dir deine Jungs da vielleicht auch manchmal Tipps, was sie sich wünschen würden, was jetzt so den FC Bayern angeht? Oder holst du dir da manchmal Input? Das ist eine gute Idee. Also das habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht erlebt, dass wir mal sagen, den Spieler oder den Spieler. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass es sich natürlich vor allem dass es sich sehr stark um die Superstars geht. Ja. Ob das dann ein Mbappé ist oder ob es bei uns dann der Robert Lewandowski ist oder wer auch immer. Und wenn dann im Fernsehen, und da geht es ja dann auch weiter, wenn dann im Fernsehen, was weiß ich, Bayern gegen Paris Saint-Germain spielt, da sitzen die dann sofort da. Denn da sieht man wieder, das ist das, was sie in der virtuellen Welt gesehen haben und das wollen sie jetzt auch in der realen Welt sehen. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, ich habe es gesagt, wie diese Welten miteinander verschwimmen.
Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und da gucken Sie dann auch wirklich die 90 Minuten durch oder sind Sie dann Da doch viel am Handy und nebenbei hier noch? 90 Minuten ist für die immer eine Ja, Herausforderung. das glaube ich. 90 Minuten ist für die die es ja gewohnt sind, dass alles so wahnsinnig 15 Sekunden Story ja, dass weiter. alles Ja. so wahnsinnig schnell geht und ein Reiz den anderen auch ablöst. Also die dann 90 Minuten am Ball zu halten, auch das ist wirklich herausfordernd. Ich habe allerdings auch festgestellt, als wir gegen Augsburg verloren haben Mhm. und ich dann morgens aufgewacht bin und mich dann so langsam fertig gemacht habe, was macht mein Kleiner jetzt schon an der Playstation? Da spielt er tatsächlich Augsburg gegen Bayern München. Ja, also, da habe ich gedacht, was spielst du denn jetzt auf einmal? Ich gesagt, ja, Augsburg muss ja ganz gut sein, wenn die Bayern geschlagen haben. Also es ist schon sehr, sehr spannend mitzuerleben, wie sich die jungen Menschen, wie die den Fußball an sich so für sich entdecken und wie sie damit umgehen. Klar, da können Sie natürlich auch noch viel mehr Teil irgendwie sein. Also Sie können selber Ja, mit sie Ihrer können Lieblingsmannschaft spielen. Teil ist Ja. sehr gut. Ja. Sie können ja mit sich selbst auch mitspielen. Ja? Sie Richtig. können ja sozusagen ihren eigenen Avatar oder ihr eigener Ja. Spieler, ihren eigenen Spieler kreieren und sich selbst dann ins Spiel sozusagen hinein bringen. Ja. Und ja, das ist etwas, also um es nochmal zusammenzufassen, wir müssen natürlich schon immer uns Gedanken darüber machen, wie die jüngeren Menschen, die jüngeren Fans den Fußball, ja, jetzt muss ich es mal sagen, den Fußball halt heute konsumieren. Denn das sind ja die, die dann auch in der Zukunft zu uns ins Stadion kommen. Definitiv. Wir haben hier einen Kommentar von Freno bei den Apple-Bewertungen bekommen. Sehr unterhaltsamer, informativer Podcast. Endlich mal ein Einblick hinter die Kulissen getreu. Olli Kahns Motto: weiter, immer weiter. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Also gerade dieser Blick hinter die Kulissen habt ihr ja auch, finde ich, super hingekriegt mit der Amazon-Doku Behind the Legend. Und da hat man ja schon so ein bisschen gesehen, worin dein, sage ich jetzt mal, Alltag besteht. Kannst du uns mal sagen, wie so ein Tag von dir aussieht? Ich glaube, das ist mal so, du sagst, ja, ich sitze viel am Schreibtisch, ich treffe ein paar Entscheidungen. Kannst du uns mal ganz konkret sagen, wie zum Beispiel dein gestriger oder letzte Woche ein Tag aussah? Was da auf deinem Timetable steht, wenn du nicht hier bei uns bist? Also die Tage sehen extrem unterschiedlich aus. Und das ist auch etwas, was mir wichtig ist. Also jetzt nur 8 Stunden am Schreibtisch sitzen, das würde, glaube ich, ja, die Arbeit, die ich mache, nicht wirklich charakterisieren. Gestern war es relativ einfach. Da bin ich kurz an die Sebener Straße gekommen, habe dann das gemacht, was anfällt. E-Mails und so weiter, wissen wir alle. Hatte 1, 2 Termine und dann bin ich irgendwann in die Allianz Arena gefahren. Und ich gehe dann meistens erst mal zur Mannschaft, ein bisschen so Atmosphäre, mal gucken, wie alle so drauf sind, Trainer, und man kriegt ja dann ein Gespür auch ein bisschen für die unterschiedlichen Charaktere und unterschiedlichen Typen. Und dann gehe ich irgendwann hoch und schaue mir das Spiel an. Ja. Du warst heute vor dem Podcast auch bei der Mannschaft. Da gab es auch noch ein paar Sachen zu besprechen. Kannst du sagen, um was es da ging? Also was besprichst du da? Du wirst ja wahrscheinlich nicht jeden Tag bei der Mannschaft sein, oder? Sondern wahrscheinlich, wenn irgendwie aktuell Dinge anfallen. Nö, ich habe da ja eine sehr gute Aufteilung auch mit Hassan oder auch mit Marco Neppe. Hassan ist ja der Sportvorstand, das heißt, der ist natürlich jeden Tag bei der Mannschaft, begleitet die Mannschaft dann auch Tag vorher schon in die Trainingslager, und das kann ich ja gar nicht, weil ich ja ganz andere Aufgaben, ganz anderes Aufgabenspektrum habe. Heute ging es einfach nur mal darum, rüberzugehen, mal zu schauen, was machen die verletzten Spieler, wie geht es dem Trainer, ja, mal eine kleine Anmerkung zu machen, so, meine Herren, ab jetzt darf kein Punkt mehr verloren werden in der Bundesliga. Einfach mal so beiläufig fallen lassen, damit jeder weiß, was sagt. Hast du Angst, dass sie es nicht wissen, Damit, oder wie? doch, die sind, Ja. ja, die wissen ja genau, um was es geht. Und einfach auch hier immer den Kontakt zu suchen, dabei zu sein, sich zu connecten, ein Gespür für die Mannschaft zu haben. Das ist ja etwas, was bei Bayern schon außergewöhnlich ist. Und ich glaube, das gibt es ja so, außer bei Ajax mit Edwin van der Sar, gibt es das so bei anderen Clubs nicht. Ja. Das heißt, der CEO ist ein ehemaliger Spieler. Natürlich sollte er auch ein bisschen wirtschaftlich, nicht ein bisschen, sondern einiges an wirtschaftlicher Kompetenz mitbekommen. Und das führt dann dazu, dass ich natürlich mit meiner Erfahrung im Sport und mit der Mannschaft zusammen sehr gutes Gespür entwickeln kann für die
für die Dinge, die im Sport passieren, aber auf der anderen Seite eben auch im wirtschaftlichen Bereich doch einiges an Kenntnissen habe. Und das dann zusammenzubringen, das ist dann eigentlich so ein bisschen die Kunst. Gibt es dann auch Spieler, die dich einfach mal anrufen und dich nach Rat fragen? Und was fragen sie dann? Ja, natürlich ist mir schon wichtig, auch mal mit dem einen oder anderen Spieler mal zu telefonieren. Ich glaube, es gibt ja immer schwierige Situationen, vor allem jetzt gerade in dieser Corona-Situation, wobei ich feststellen muss, dass die Spieler schon auch sehr selbstbewusst sind. Die haben schon ihre ganz glasklaren Vorstellungen, ja, wie bestimmte Dinge zu funktionieren haben, wie die Kommunikation mit Medien funktioniert oder was sie was sie einfach erwarten, wie wir auch als Verein auf bestimmte Dinge, wenn es mal krisenhaft wird, ja, wie wir da reagieren. Und wir sind da sehr offen. Wir haben beispielsweise immer auch mal ein Meeting. Einmal die Woche schaffen wir nicht, eben aufgrund der vielen Spiele und Belastung der Spieler, aber da setzen wir uns dann doch mal mit den ein oder anderen Spielern zusammen und Okay. dann hören wir mal rein und dann erzählen die uns ihre Sicht der Dinge. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das ist ja die Spieler sollen sich ja bei Bayern München wohlfühlen. Klar. Und gerade in so einem Club, wo es wirklich um die allerhöchsten Leistungsanforderungen geht, ist es wichtig, dass die Spieler dass sie irgendwo rundum das Gefühl haben, dass sie Teil hier dieses großen FC Bayern sind. Welche Verbesserungsvorschläge kommen dann zum Beispiel von Spielern? Ähm, ja, da kommen einfach Sachen wie, ja, wenn es jetzt um Werbeaufnahmen geht, ja, ob man das nicht komprimieren kann oder ob man mal die ein oder andere Trainingseinheit mal ohne Zuschauer oder dann eben wieder mit Zuschauer machen kann. Wie wollen wir das in Zukunft handhaben? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Ja, Das heißt, sind auf den ersten Blick vielleicht, ja, denkt man so auch relativ einfache Sachen für die Spieler, aber dann doch sehr, sehr wichtige Sachen oder ja, macht man jetzt eine Weihnachtsfeier oder macht man keine Weihnachtsfeier jetzt in der Corona-Situation? ja, All das sind Themen, die man dann eben im direkten Austausch bespricht. auch zusammen Ja. besprochen werden. Du hast vorhin gesagt, wie jeder beantwortest du E-Mails. Was waren das zum Beispiel für E-Mails? Ich habe so viele E-Mail-Adressen, dass ich mittlerweile schon aufpassen muss, da noch die Übersicht. Also so ein Passwortbuch auch. Nervig, ja, ja. Passwort zurücksetzen. Ah, Also verdammt. ich versuche mir für die E-Mails eine ganz bestimmte Zeit zu nehmen, einfach, wo ich sage, okay, jetzt kümmere ich mich, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde einfach um die E-Mails. Und ja, das gehört einfach dazu. Und das sind natürlich viele Business-Themen, die da auf mich zukommen. Aber es gibt auch immer wieder auch mal Mails ja, von Fans, die dann mal ihren Unmut äußern wollen über über das ein oder andere, was ihnen im Moment am Club nicht gefällt, viele denken ja dann, wir würden das nicht lesen. Doch, wir nehmen das schon sehr, sehr ernst und ich lese das auch immer sehr, sehr aufmerksam durch. Und wenn einer mal beispielsweise eine schlechte Erfahrung gemacht hat bei irgendeinem Spiel, was er besucht hat, dann versuchen wir auch darauf einzugehen und ja, dann irgendwie Hilfestellung zu leisten. Gerade die Beziehung zu den Fans ist auch ein ganz wichtiges Thema für dich, Mhm. das auch weiter auszubauen. Ich habe auch das Gefühl, mit deinem Instagram-Account, du hast geschrieben nach der Jahreshauptversammlung, dass sich das alles schon auch ein bisschen mitgenommen hat. Welchen Weg willst du da gehen? Ist es genau der, einfach auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, transparenter, jünger zu sein und zu sagen, Mhm. ja, ich poste sowas auch Mhm. und sage auch, ja, die Jahreshauptversammlung, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich wollte Mhm. eigentlich noch ganz andere Themen platzieren und mich hat das irgendwie beschäftigt. Also eine Ja. nahbare Seite zu zeigen. Ja, mich hat das mehr als beschäftigt. Und es ist ja dann so der Eindruck entstanden, ja, wir würden irgendwie wenig Dialog führen oder auch wenig kommunizieren mit unseren Fans. Und genau das Gegenteil ist ja auch der Fall. Man muss auch ein bisschen die Situation sehen. Wir haben jetzt 2 Jahre eine schwere Krise, wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie und wir alle wissen, wie schwierig es ist, da irgendwelche physischen Treffen und Meetings zu machen. Das heißt, alles wird ja immer virtueller. Und wir haben dann eigentlich in den vergangenen 2 Jahren da gerade auf dieser Ebene, und das ist das, was mir wichtig war. Ich habe dann gesagt, okay, dann lass uns versuchen, mit unserem
mit unseren Mitgliedern ein virtuelles Treffen zu veranstalten, wo dann Herbert Hainer und ich so ein bisschen Auskunft geben über die Dinge, die gerade im Verein passieren. Ich glaube, wir hatten 5.000 oder 6.000 Leute, die da dabei waren. Wir haben ein großes virtuelles Meeting gemacht mit unserem Arbeitskreis Fan-Dialog, Mhm. ja, wo ich sehr, sehr interessante und auch spannende Dinge mitgenommen habe Was zum Beispiel? für unser Leitbild. Mhm. Das heißt, was ist unseren Fans wichtig? Mhm. Für was für Werte soll der FC Bayern München stehen? Was soll der FC Bayern München in Zukunft machen? Was soll er lieber nicht machen? Wo sehen unsere Fans Schwerpunkte in Zukunft? All das sind ja super interessante Sachen, wenn wir dann selbst an strategische Überlegungen gehen. Und es kann ja hier nur darum gehen, und dafür kommen wir ja hier alle jeden Tag zur Arbeit, nämlich unseren Fans ja, das bestmöglichste Erlebnis, einfach den bestmöglichsten Fußball, attraktiv und zum Schluss, klar, wird alles immer in Titel gemessen, also zum Schluss dann auch Titel zu bieten. Und das ist etwas, was, ich wiederhole mich da noch mal gern, was mir sehr wichtig ist, dass man die Menschen mitnimmt, dass man ihnen zuhört und dass das alles dann auch in unsere Überlegungen mit einfließt. Welche Verbesserungsvorschläge kommen denn da von den Fans? Manchmal sind es ganz einfache Dinge wie, ja, dass wenn sie mit dem Bus an die Allianz Arena anreisen, dass das dann irgendwie nicht zügig genug geht oder dass dann die Parkplätze nicht optimal sind, dass dann es schwierig ist, wie auch immer in die Allianz Arena zu kommen. Also das sind einfach Dinge, die aus dem ganz normalen Alltag unserer Fans heraus entstehen. Dann merkt man sehr, sehr schnell, wenn sie sagen, dass diese Fanclub-Weihnachtsfeiern, dass das ein großer Wert ist. Es ist Mhm. ein großer Wert auch für sie selber ist und sie sich freuen, wenn wir das so weitermachen würden, was uns auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, viele Dinge sind auch gekommen im Sinne von, viele sind stolz auch auf den Club, dass er mittlerweile auch über seine Grenzen hinaus ja mittlerweile global bekannt ist, dass wir so viele Fans haben auf der ganzen Welt mittlerweile. Das sollte uns ja irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise stolz machen. Ja, einerseits hier unsere bayerische Heimat, unsere bayerischen Wurzeln. Andererseits ist der Club aber mittlerweile in der ganzen Welt bekannt. Ja. Und ich merke das ja immer, auch als ich noch nicht hier war, ja, wenn ich dann irgendwo in Asien oder in den USA oder im Mittleren Osten oder wo auch immer unterwegs war und man wird immer sofort auf Bayern München Ja. angesprochen. Das ist doch etwas Großartiges. Also es gibt so viele unterschiedliche Anregungen, die wir dann eben auch aufnehmen können, um einfach uns weiter auch zu verbessern. Habt ihr konkret aus der Jahreshauptversammlung jetzt was mitgenommen, was ihr in der nächsten Zeit ändern wollt? Ja, wir haben natürlich mitgenommen, dass das Thema Katar ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja, unser Sponsor Qatar Airways, dass wir da, und das wollen wir jetzt ja auch tun, dass wir da einfach mehr mit unseren Fans noch in den Austausch gehen wollen. Und ganz konkret sind wir jetzt auch dabei, diesen Dialog auch schon aufzusetzen. Ja, das heißt, wir überlegen jetzt, okay, wen involvieren wir da, in welcher Regelmäßigkeit machen wir das Ganze auch, ja, definieren wir dann auch klare, man sagt ja so Milestones Mhm. und klare Ziele, die es dann auch zu erreichen gibt. Ich glaube, das war schon ein sehr, sehr wichtiges Learning auch aus dieser Jahreshauptversammlung, doch genau hinzuhören und dann in Zukunft den Dialog, den wir, ich habe es ja gerade gesagt, ja schon führen, aber den möglicherweise noch auszubauen und zu verbessern. Denn ich glaube, das, was jetzt so die Jahreshauptversammlung so ausgestrahlt hat, es ist ja sehr schade, Mhm. weil ich meine, wir haben berichtet über die letzten 2 Jahre und der Club hat die erfolgreichste Saison aller Ja. Zeiten hinter sich. Der Club hat es geschafft, in diesen schwierigen Pandemiezeiten, ja, mit Gewinn, wenn auch mit einem kleinen Gewinn, wirtschaftlich auch noch über die Runden zu kommen. Wir haben den Übergang zu Julian Nagelsmann, glaube ich, super hinbekommen mit einem tollen Trainer, der attraktiven Fußball spielen lässt. Das heißt, es sind so viele positive Dinge, die dann irgendwie alle untergegangen sind in in diesen Emotionen, die da in dieser Hauptversammlung entstanden sind. Ja, Mhm. natürlich ist das Katar, natürlich ist das ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber
es gibt noch so viele andere Themen, Ja, wo wir aufpassen müssen, um die wir uns kümmern müssen, dass wir in Zukunft weiter ganz, ganz oben in diesem Konzert mitspielen können. ja. Mit welchem Gefühl bist du da an dem Abend nach Hause gefahren? Also war ein bisschen Traurigkeit vielleicht auch da in dem Moment? Ja, Traurigkeit würde ich nicht sagen. Es hat mich alles schon sehr, sehr nachdenklich gemacht. Natürlich, klar, wir haben ja auch gesagt, vielleicht hätten wir hier in der einen oder anderen, hat ja Herbert Heiner auch gesagt, hätte man vielleicht hier in der einen oder anderen Situation ein bisschen anders reagieren können, um dann vielleicht diesen ganz großen Dampf aus dem Kessel nehmen zu können. Nur, ja, wissen wir da alle, hinterher sagt sich das dann immer leicht und hinterher weiß man dann immer, was man alles hätte vielleicht anders machen können. Das nehmen Ja, wir jetzt mit genau. und versuchen das dann einfach beim nächsten Mal anders zu machen. Jetzt haben wir viel über die Ziele gesprochen des FC Bayern in den nächsten Jahren, über deinen Arbeitsalltag. Lass uns doch mal den Menschen Olli Kahn anschauen. Wie hat dich diese CEO-Tätigkeit vielleicht auch schon seit dem Jahr 2020 verändert, menschlich? Bis jetzt hat es mich überhaupt noch nicht verändert, weil ich bin nicht so ein Mensch, der sich so durch Positionen groß verändert hat, weil die Position spielt für mich nicht so eine große Rolle, sondern mir geht es immer um die Verantwortung, die ich habe und das dann aber so einzusetzen, dass es zum Schluss für das große Ganze und hier beim FC Bayern, da geht es nicht um Oliver Kahn oder um einzelne Personen oder um einzelne Schicksale, sondern es geht immer bei allem, was wir hier tun, um den Club. Und wenn man sich darauf konzentriert, was ist gut für den FC Bayern, dann, dann ist es auch gut für einen selbst. Ja, Ja, weil da kümmert man sich nicht so sehr darum, ja, bin ich jetzt hier der CEO oder in welcher Rolle bin ich jetzt hier, sondern ich kümmere mich sehr stark darum, was kann ich tun, um den Verein weiter voranzubringen, was kann ich tun, um viele Dinge hier, die gut sind, in seiner Tradition zu wahren, aber wie können wir weiter auf diesem allerhöchsten Niveau bleiben, auf dem wir ja auch schon sind, um einfach in der Zukunft auch auf allerhöchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein. Das sind die Gedanken, die mich jeden Tag antreiben. Wobei meine Frau schon gesagt hat, also so mit der Zeit ist schon ziemlich spärlich geworden. das wollte ich gerade fragen. Was sagt deine Und Familie? genau, und manchmal fällt es ihnen dann schon auf, wenn man dann, was weiß ich, so beim Essen ist oder heimkommt, dass man halt noch sehr stark mit den Gedanken beim FC Bayern und bei bestimmten Themen ist. Und da muss man dann doch schnell aufpassen. Also ich bewundere wirklich die Leute, die sagen, na im Moment, wenn ich zu Hause die Tür aufschließe und da reingehe, die Tür dann hinter mir zumache, ist alles vergessen oder beschäftige ich mich nicht mehr mit beruflichen Dingen. Ja. Also Hut ab, wer das kann. Wie ist das dann bei dir zu Hause? Sprichst du mit deiner Frau über Themen, also die den FC Bayern betreffen? Also ist das dann erstmal, kommst du nach Hause und sagst, boah, das lief heute nicht gut oder das lief super, Schatz? Ja, das selbstverständlich. Also ich glaube, ich fände es fragwürdig, wenn das jetzt nicht so wäre. Natürlich, das entwickelt sich dann einfach in bestimmten Momenten, wenn man dann da sitzt und Glas Wein trinkt oder wie auch immer, wo sich dann gerade mal die Gelegenheit ergibt. Hast du dein Handy auch in manchen Situationen also mal aus? Also gibt es Momente, wo du sagst, okay, jetzt esse ich mit meiner Familie, egal wer jetzt anruft, ja? Da gehe ich jetzt nicht ran oder ist ein Absolut. Oliver Kahn immer erreichbar? Nö, absolut. Also normalerweise lege ich mein Handy irgendwo weit weg, äh, Gute wo ich Entscheidung, wo ja. ich es dann eigentlich auch nicht mehr hören kann Okay. und dann genieße ich nur noch den Abend. Was heißt dann genießen? Wie sieht das aus? Auch kommt drauf an, entweder ich schaue einen guten Film an, ich spiele mit den Hunden, mittlerweile haben wir ja 2, Ah, welche Rasse? einen Labrador und einen Ossidor. Ah, ein Ossidor ist praktisch Australian Shepherd und Genau, Labrador. ist eine Okay. Mischung aus Australian Shepherd Okay. und Labrador, wobei der charakterlich im Moment ist ja noch ein Welpe jetzt, also wächst er gerade ein bisschen. Er kommt aus dem Welpenalter raus, aber charakterlich ist der, Versucht seine Grenzen gerade bisschen ein auszutesten. Typ wie ich, der kann sehr, sehr anstrengend sein. Sagt man doch auch immer, oder? So wie der Hund, so auch der Besitzer. Scheinbar. Wie der Herr so, Ja, so irgendwie, ne? genau, richtig. Und dann auch manchmal joggen am Abend noch oder machst du das in der Früh? Gehst ja auch noch viel joggen, oder?
Ja, das gehört immer dazu. Ja. Ähm, was ich jetzt, ja, was ich mir jetzt so angewöhnt habe, ist, dass ich auch mal von hier dann jogge, von der Sebener Straße zu mir heim jogge. Das Ah, sind, glaube ich, so, ja, so 8,5 Kilometer. Das mache ich auch mal. Das tut natürlich super gut. Ne? Wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und dann ziehst du deine Trainingsklamotten an und läufst dann herrlich hintere zum mhm. Isarhochufer an der Isar, an der Isar entlang Das ist ja eh so Richtung schön nach in Hause. München, Oh, ja. das ist wirklich herrlich. Weil man muss sich zwingen. Mhm. Ja, das heißt, ich lasse mich dann morgens an die Sebener Straße hinfahren, nehme meine Trainingsklamotten mit, dann bleibt mir gar nichts anderes Ja, dann übrig. musste. Dann muss ich zurücklaufen, weil sonst, ich habe da so ein bestimmtes Ziel, was ich kilometermäßig immer pro Monat machen möchte. Wie Das, viel? Magst du es verraten oder ist dann zu viel? The pressure is on. no, oh, kein Problem. Also eine Zeit lang waren es mal 100 Kilometer Boah, nicht pro Woche, ne? Also pro Monat, ja. Ja, aber 100, trotz, ja. 100 Kilometer pro Monat schaffe ich. Kann man sehr schön sehen. Vor meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender war das möglich. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Naja, musst nur jeden Also, Tag nach Hause joggen, dann funktioniert das schon, ja, und Olli. meine App sendet mir natürlich dann immer jede Woche irgendwelche Mails, was denn mit mir los wäre. Wir haben auch mal ein bisschen bei deinen Freunden nachgefragt, wie die dich so sehen. Sagt dir ein Wolfgang Blechschmidt was? Blackie, aber selbstverständlich. Ja. Und ja, wir haben ihn mal gebeten, ein bisschen was über dich zu erzählen. Und wir wollten mal wissen, welche Eigenschaften er gern von dir hätte. Und er hat gesagt, er hätte gern deine ruhige Art und würde gern so gut Englisch sprechen wie du. Hat er das wirklich Das hat gesagt? er tatsächlich gesagt, ja. Aha. Dein Englisch finde ich auch also mega gut. Hast du mal einen Crashkurs gemacht? Irgendwo? Nochmal? Nee, ja, war viel in den USA, hab da natürlich immer mal wieder auch bin da immer wieder geschäftlich unterwegs gewesen. Habe aber auch sehr viele Mhm. Online-Kurse auf Englisch gemacht, weil ich ja irgendwann wusste, dass ich diese Sprache doch sehr, sehr gut sprechen möchte. Vor allem, wenn man dann zu einem Club wie Bayern München kommt, der ja doch sehr, sehr international ist. Ja, aber jetzt so, irgendwie ist mir das schon immer gelegen. Also Sprachen sind mir schon immer gelegen. Ich habe zwar nicht viel gekonnt in der Schule, aber Sprachen, das ging ganz gut. Schaust du Serien und Filme auf Englisch? Oder in Ja, welch? aber Ja. Mhm. ab und zu mittlerweile bin ich sogar der Meinung, dass es besser ist. Ja. Die Serien, wenn man sie in der Originalsprache hört, man braucht eine Weile, weil da ist natürlich viel so Slang dabei und das Amerikanische, wenn die da rumkauen, das ist ganz schwer Ja, dann oder zu wenn du teilweise in die schottische oder irische dann Richtung, das wird's ist ja, richtig schwierig teilweise. dann wird's ganz schwierig, aber an den amerikanischen so diesen amerikanischen Slang gewöhnt man sich mit der Zeit und nach ein 2 Folgen versteht man es dann auch. Er hat deine ruhige Art noch angesprochen. In welchen Situationen bist du im Privaten nicht mehr ruhig? Was bringt dich zum Ausflippen? Meine meine ruhige Art, ich bin ja mal froh, Dass das jemand sagt, oder? wirklich froh, dass mal einer das anspricht, ja, der mich sehr lange kennt. Ja, also ein Freund von mir, der mich sehr, sehr lange kennt, weil viele ja ein bisschen verwundert sind und, mir immer die Frage stellen: „Ja, wo ist denn der Titan?“ Ja, dann sage ich: „Der Titan? Ja, der Titan, der sitzt immer noch hier. Ja, hier bin ich.“ Aber der Titan grätscht halt heute jetzt nicht mehr, keine Ahnung, durch die, Büroräumlichkeiten oder haut den Mikrofonständer im Stadion um bei einem Interview, Nicht mehr so passt jetzt. weil es irgendwie was heißt passt? Das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Ja, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht im Tor gestanden bin, war ich eigentlich ein ganz verträglicher Mensch, aber du durftest mich halt nicht ins Tor stellen. Ja. Das hat irgendwas mit mir gemacht. Aber natürlich Und auf der einen Seite, ja, ruhig, aber auf der anderen Seite nochmal, ich liebe das einfach, Herausforderungen zu haben, sie anzunehmen und Ziele zu erreichen. Und das ist immer noch was mich extrem, ja, ja. catcht und auch motiviert. Aber nochmal, in welchen Situationen im Privaten Also, flippst du aus? Oder was heißt ausflippen? Aber bist du nicht mehr ruhig? Was muss man da bei dir machen? also im Privaten ist schon sehr, sehr schwer. Es ist ja auch, dass ich nachdenken muss. Ja. Das
heißt, wenn ich nachdenken muss, dann versuche ich ja immer so ein bisschen die Wörter zu Genau, ziehen. damit man noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ist auch Damit immer ganz gut, äh, nochmal die Frage zu wiederholen, man damit man kann noch auch mal man Zeit kann hat. rhetorisch auch noch mal die so wie ich es jetzt ja mache und sich in Phrasen Ja, verlieren und hoffen, dass das und Gegenüber hoffen, es nicht merkt. dass einem dann irgendwann mal was einfällt. Hm, in welchen Situationen flippe ich privat aus? Boah, lass uns mal weiterreden. Mir Okay, fällt dir bestimmt fällt im genau Zuge des Interviews was noch mal ein. ein bisschen was ein. Wir wollten von Blackie auch noch wissen, welche Eigenschaften du wohl gern von ihm haben würdest. Ich glaube, Oliver beneidet mich um meine musikalische Ader, Oh. meine Spontanität und vor allem, dass ich nicht permanent im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Da war schon einiges dabei. Musikalität absolut. Er ist er ist ja Architekt und er hat sowas musikalisch, der hat irgend sowas Künstlerisches Mhm. und das versuche ich irgendwie verzweifelt in mir selbst auch zu finden. Hast du mal ein Instrument gespielt? Oder Ja, ich glaube, was meine Generation gespielt hat, das war die Flöte? unfassbare Flöte. Ja. Dann ist es irgendwie dann ist die Musik mir irgendwie, also was Selbstspielen anbelangt, irgendwie abhanden gekommen. Er hat mir mal angeboten, also Blackie, Mhm. er hat mir mal angeboten, ein Lied. Er hat eine eigene Band und in der Band hat er mir angeboten, du kannst doch mal der Sänger sein. Da habe ich gesagt, der Sänger, weiß ich nicht. Bin Ja. ich mir nicht. Da hat er wirklich einen Song für mich, Nee. geschrieben und hat gesagt, so und das machst du jetzt mal und den singst du mal mit uns. Habe ich mich bis heute noch nicht getraut. Das machst du dann, oder wenn du hier dann Ja. Amt als CEO ablegst, Ja. dann. Ansonsten ist Wolfgang tatsächlich, der ist einfach eine Frohnatur, also genau wie ich. Und sehr spontan, sehr offen und vor allem immer gut gelaunt. Gelaunt. Wie kann man Schön. immer gut gelaunt sein? Ja, so Ja. eine Lebenseinstellung. Ja, das ist schon toll, ja. Welche Musik hörst du so, wenn du jetzt mal mit dem Auto hierher fährst? In welche Richtung geht's da? Boah, also querbeet. Ich höre natürlich schon ab und zu, ja, aber ich glaube, das macht jeder so in meiner Generation, meine alten 80s Songs. Ich muss übrigens sagen, das war ein unglaublich großartiges Jahrzehnt, was Musik anbelangt. Ansonsten höre ich eigentlich auch alles, was man gerade so hört. Ich höre auch ab und zu mal ganz gern klassische Musik, bin unglaublich stimmungsabhängig bei Mhm. mir. Ja. Ja, ich kann auch mal Schlagermusik mir anhören, je nach Wie es halt Stimmungslage. Ich gerade bin so da, ist. Ja. genau. Ja. Blackie hat eben auch noch gesagt, du beneidest ihn wohl darum, dass er nicht in der Öffentlichkeit steht. Wie sehr beeinträchtigt dich das jetzt noch? Ich meine, das zieht sich ja schon durch dein ganzes Leben durch. Ja? Du hast dich ja jetzt auch mit dem Job als ZDF-Experte praktisch wieder entschieden, sage ich jetzt mal, in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt bei diesem Job bist du natürlich auch wieder im Fokus. Ich frage jetzt mal ganz provokant, ist das vielleicht auch was du doch irgendwie auch brauchst für dich oder gern magst? Das habe ich mich auch schon gefragt. Allerdings geben einem die großen Philosophen eine relativ klare Antwort darauf. Die sind sich nämlich unisono, was selten vorkommt, unisono einig, dass ein Leben in der Öffentlichkeit das mit Abstand Dümmste ist, Mhm. was ein Mensch überhaupt tun kann. Und also brauchen tue ich das nicht. Das habe ich vor allem in den letzten 10 Jahren oder in diesem Jahrzehnt kennengelernt. Ja, klar, ich war natürlich beim ZDF Experte, aber das war jetzt nicht mehr so die absolute Öffentlichkeit und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in vielen Momenten, in denen es dann auch ein bisschen ruhiger war. Aber man bekommt irgendwann so eine dicke Haut, ja, was Medien anbelangt und was auch dieses Theater und Spektakel, in Anführungszeichen, was ja immer mal wieder vorkommt. Ich habe es mir auch abgewöhnt, weil ich ja die andere Seite, ich war ja selber auf der anderen Seite als TV-Experte und nehme eigentlich nichts mehr wirklich persönlich. Und das ist schon das ist, glaube ich, schon auch eine sehr, sehr sinnvolle Einstellung.
Dann natürlich kommen die sozialen Medien dazu. Und das heißt, da gibt es ja auch mal so die ein oder anderen Shitstorms. Nur ich habe so viele reale Shitstorms in meinem Leben erlebt, dass mir die virtuellen eigentlich, eigentlich Ja. relativ wenig ausmachen. Also, um es zusammenzufassen, man bekommt so eine Art dicke Haut und ich stelle auch fest, für mich ist wichtig, das, was ich mir hier vorgenommen habe, das zu erreichen, meine Ziele zu erreichen und natürlich, klar, das ist eine sehr exponierte Position, wo jeder Millimeter, den man tut, den man macht, den man sagt, bewertet wird. Ja, aber dann ist es halt so. Auch das ist interessanterweise etwas, an was man sich als Mensch gewöhnen kann. Ja, wir sind Gewohnheitstiere und auch an Genau, sowas gewöhnt ja. man sich. Ja. Olli, zum Schluss haben wir noch ein paar Fragen, die du vervollständigen kannst. Also ich fange den Satz an und du darfst fertig machen. Und wir haben noch eine Frage offen, du weißt, ne? Habe ich nicht vergessen. Ach so, ja. Wenn man Olli Kahn seine Salzstangen wegnimmt, dann... Wo kommt das denn her? Ich habe gehört, dass du Salzstangen sehr gern magst. Dann entscheide ich mich für Bananen. Wenn man Olli Kahn seine Bananen wegnimmt, dann... Nehme ich die Salzstangen. Okay, ich mache nicht weiter. Aber das hängt damit zusammen, dass irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, Lunch ist for Loser. Also Mittagessen bitte nicht machen, ja? Deswegen, keine Ahnung, es muss so Eindruck bei mir hinterlassen haben, dass ich frühstücke und esse zu Abend, aber ich esse mittags eigentlich so gut wie nichts. Gar nichts, obwohl die Höchstens Kantine hier so gut ist. Ja, das stimmt. An Die ist, der aber, die ist dann aber Säbener schon wieder zu gut. Ja. Ja, und ich muss dann natürlich ein bisschen aufpassen, auch gewichtstechnisch und so weiter. Weil als ehemaliger Fußballer muss man immer, Total, das sieht man auch. Also das muss ist man wirklich, immer auch da eine gewisse Disziplin haben. Deswegen reicht es mittags meistens zu nicht mehr als ein paar Salzstangen oder eben ein paar Bananen. Und du kannst dieser Nusscreme da unten, kennst du die? Da Ja, an der ja, die Kantine, kenn der ich. kannst du widerstehen. Ja, Oh. ich bin da gnadenlos. Also mich gucken sie auch schon verwundert an im Moment, wenn wir auch die Treffen haben vorm Spiel mit den Bundesliga-Delegationen. Auch da esse ich meistens nur Obst. Die gucken ein bisschen irritiert. Ja. Ja. Was ist los mit ihm? Müssen wir uns Sorgen machen. Ja, aber wirklich, es ist nochmal, ich muss da halt, was mein Gewicht anbelangt, da muss ich auch schon ein bisschen Disziplin wahren. Ja. Bei manchen, die können essen, was sie wollen. Das könnt Herbert ihr- Heiner, den beneide ich immer. Ja, der ist immer schlank und rank. Das ist doch gemein. Das ist gemein, ja. Wenn du einen Tag von einem Spieler aus der Mannschaft vertreten wirst, dann übergibst du diese Aufgabe an. Mhm. Manuel Neuer. Manuel Neuer? Warum? Ja, ist auch Torwart. Ja. ganz Schacki, also sorry, dass du das nicht checkst, also, ja. Es ist ja, es gibt ja noch ein CEO, also einen Vorstandsvorsitzenden im europäischen Fußball bei einem Top-Club. Das ist Edwin van der Sar. Mhm. War ja auch früher Torhüter. Jetzt sind wir sogar beides Kollegen bei der ECA, bei der European Club Association. Ja, also warum dann nicht auf diese Regelmäßigkeit setzen? Ja, okay, Manuel Neuer, hast du Manuel es gehört, wird es ja? dann hinbekommen. Ja, genau. Gut, und als letztes, wenn man Oliver Kahn an den Ofen lässt, um Plätzchen zu backen, dann? Gibt es eine Katastrophe. Es gibt ja viele Menschen, die unglaublich viel Entspannung bei solchen Sachen erfahren. Ich habe das auch ein, zweimal probiert. Dann würde ich doch lieber das Instrument nehmen. Welches eigentlich? Hast du das Schlagzeug. Schon? Schlagzeug. Ja, Okay. ist doch klar. Ja. Ja, Genau. genau. Nee, Schlagzeug ist, ich glaube, da hätte ich auch ein bisschen Talent für. Und da kann man auch so ein bisschen mal vielleicht gibt es mal so ein paar Aggressionen, die man mal abbauen Ja, muss. die man, und dann, Früher ging das auf dem Platz, jetzt vielleicht am Schlagzeug. da wären wir wieder bei unserer letzten Frage, die noch offen ist. Wann wird ein Olli Kahn richtig sauer im privaten Bereich? Also ich mache es jetzt mal so, ich fange jetzt einfach mal diesen Satz an Mhm. und schaue dann, was mir in den Kopf kommt. Okay, bitte. Okay, also ich werde im privaten Bereich richtig sauer, wenn alles unordentlich ist. Ja?
Also ich habe das schon sehr gerne, wenn alles aufgeräumt ist. Ich sag mal, mein Büro ist übrigens genauso. Ganz Da darf auch, akkurat ja, alles. da darf auch zum Schluss, wenn ich dann wirklich rausgehe, heimgehe, da darf nichts mehr irgendwie rumliegen. Alles muss schön akkurat liegen. Am besten auch noch parallel Ja. nebeneinander und solche Verstehe. und solche, und solche seltsamen Sachen. Freuen sich Ja. die Kinder drüber, oder? Bei dir zu Hause? Oder ist. Über die Ordnung, oder? Mhm. Weiß ich nicht. Die Kinder finden das ein bisschen befremdlich. Ja. Muss mal, wenn ich bei meinen Kindern dann, was weiß ich, ins Zimmer gehe und so weiter, da gehe ich gleich wieder raus. Gesperrte Zone. Genau, Papa darf nicht reinkommen. genau. Super. Olli Kahn, Vorstandsvorsitzender seit dem 1. Juli. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und dass wir Zeit hatten, ein bisschen zu quatschen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt den Podcast auch sehr gern mit euren Freunden und verratet mir vor allem, wen ihr hier als nächstes gern mal hören würdet. Macht's gut, bleibt uns gesund und rutscht gut rüber ins neue Jahr. Danke euch. Bis bald. Ciao, ciao. Chiave Fertig.